Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal geht es um den Labwaffenbau. Heute geht es um die Reparatur bzw. die Kernsanierung einer alten Waffe. Und zwar von diesem Einhandhammer. Der Hammer soll halt umgebaut werden. Leder soll erhalten bleiben, soweit es geht. Neuer Knauf. Kopf soll ausgetauscht werden. Soll ein Rabenschnabel, ein zwergischer werden. So. Wir haben uns das Teil ja schon so ein bisschen gesichtet. Dann bin ich schon mal hingegangen, habe jetzt angefangen hier das Leder hier schon mal loszumachen. Muss ich gucken. Ja, so ganz will es nicht. So, dann haben wir das hier. Und hier habe ich das auch schon mal so ein bisschen hoch gemacht. Ne? Und dann werden wir jetzt gleich uns wiedersehen, wenn ich anfange, das Ganze runter zu machen. Also bleibt dran, Leute. Wir sehen uns. Dann geht's los. Fangen wir erstmal hier am Knauf an. Das ist wieder so ein Moos-Gummiball. Da gehen wir mal erstmal wieder einmal rund, weil der sowieso schon locker ist. Und gucken mal, was ist. Wie ihr seht, das Ding ist wirklich nur drauf gesteckt, mehr ist da nicht. Für einen Spitzenschutz ein bisschen kurz. Dann werden wir noch so 2-3 Zentimeter. So, das sollte für unten dann erstmal reichen, damit wir dann später was dran setzen können. Ne? Naja, schauen wir mal. So, da der ganze Kopf sowieso runter muss, machen wir so von den Lederdingern, werden dann so ein bisschen was auf. Wenn wir den durchkriegen. Das ist leider ein bisschen dicker, müssen wir ein kleines Stück abschneiden. So. Frieren wir das Ganze ein bisschen auf. Wir müssen ja nachher auch noch eine Kopfsicherung mit einbauen. So. Das Ganze dann hier unten zu fixieren, legen wir das einmal so ein bisschen rund. Hoffentlich kann man das sehen. Ja. Machen wir einfach so einen ganz einfachen Knoten, dass das hier ein bisschen fixiert ist, dass das Leder da nicht die ganze Zeit rumbammelt. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Leder. Schneiden wir ein bisschen ab mit der Schere, noch nicht alles. Erstmal nur so, dass man schon mal gleich ein bisschen runter. Ja, und dann gucken wir mal, was hier so drunter verbaut ist. So, damit wäre der Kopf schon mal runter, der Knauf auch. Und dann können wir quasi dann anfangen, das ganze Teil wieder neu aufzubauen. So Leute, also, ich habe mir schon mal so einen kleinen Entwurf gemacht, wie wir das ganze Ding jetzt hier ein bisschen hübscher machen. Aber schon ein bisschen was angeklebt. Entschuldigung, war schon ein bisschen voreilig. So, das Ganze soll ungefähr, der Kopf soll ungefähr grob so werden. Das mehr wie so ein Rabenschnabel. Das hier mal gucken und das hier so 6 oder 8 eckig. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Da muss ich mal gucken. Das kommt aber erst am Ende drauf. Also wenn ich den Kopf jetzt quasi fertig habe. Habe mir eine Schablone gemacht. Also quasi zu der Form. Dass das ungefähr so ein bisschen passt. Ne? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ne? Habe dann schon mal ein paar Teile aus Matten ausgeschnitten. Habe hier auch schon ein bisschen was das Innenleben gebaut. Damit der Kernstab sich nicht losdrehen kann, habe ich das Ganze hier mit Fliegengitter verklebt. Ja? Und setze jetzt quasi, und damit das hier halt auch ein bisschen besser hält, habe ich dann auch noch dringend Fliegengitter drauf. Jetzt werde ich einfach die Teile mal hier so drauf kleben. Von beiden Seiten. Dann haben wir schon mal ein bisschen was Dicke. Und dann gucke ich mal, wie ich das Ding dann weiter bearbeite. So, dann sehen wir uns gleich, wenn ich das verklebt habe. So Leute, der Kleber ist jetzt soweit trocken. Dann fangen wir mal an und schneiden das Ding ein bisschen noch zurecht. Und dann können wir mal gucken, was bei dem Ganzen rauskommt.
So Leute, ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, und zwar habe ich jetzt aus einer 20er Matte oder vom Kernstab ein bisschen was ausgesäbelt, ein bisschen rund geschliffen. Jetzt packt man das Ganze hier unten erstmal dran. So, dann lassen wir das jetzt hier erstmal wieder ein bisschen trocknen. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal ein bisschen was schleifen. Erstmal schon mal ein bisschen so die Kanten und Rundungen. So Leute, jetzt haben wir das hier soweit abgekühlt. Dann gehen wir wieder hin, schneiden das Ganze hier so ein bisschen wieder runter, dass wir hier wieder so ein bisschen eine Kante haben. Und dann gehen wir mit dem Heißkleber oder mit dem Pattex nochmal drüber, um die Kante hier nochmal zu verkleben. Und dann können wir das erstmal wieder trocknen lassen, beziehungsweise abkühlen. Und dann gehen wir gleich nochmal mit so einem Teil hier drüber. Okay, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger machen können, aber das ist nicht schlimm. Ich will unten sowieso das Ding ein bisschen rund machen. So Leute, ich habe jetzt erstmal eine Schablone gemacht, und zwar für den Hammerkopf. Habe dann quasi die Maße genommen. Ja, ja, so. Ja. Und habe das dann quasi auf Schaumstoffmatte. Das ist jetzt eine ganz normale Matratzenschaumstoff, den man im Baumarkt bekommt. Ja. Und den benutze ich jetzt halt als Hammerfläche. Habe das Ganze schon so ein bisschen zusammengeschnibbelt. Hier in der Mitte habe ich schon drauf gemalt, wo der Kleber drauf kommt. So Leute, das ist jetzt so ziemlich trocken. Dann können wir das Ganze jetzt mal dran montieren. Schauen wir mal. Ich hoffe, das können wir gut sehen. Das Ganze, das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. So Leute, der Schaumstoff ist jetzt dran geklebt. Jetzt habt ihr aber immer noch so ein bisschen, dass das ein bisschen nicht so wirklich stabil ist. Also ein bisschen. Dann nehme ich ein paar Stücken Fliegengitter und klebe die quasi hier so ein. Dann machen wir den Kopf dann einmal so rundherum. Das ist quasi so nochmal ein zusätzlicher Schutz, dass das Ganze nicht abreißt. Müsste mal ein bisschen gucken, das ist immer ein bisschen fisselig, das Ganze einzukleben, weil das sich immer so ein bisschen verschiebt. Macht am besten immer erst so ein bisschen nur so in die Kante. Und dann lasst ihr das erstmal leicht antrocknen. Das macht er dann quasi einmal rundherum. Ist jetzt ein bisschen blöd, euch das zu zeigen. Ich hoffe, dass man das so sehen kann. So. Wie gesagt, erstmal so zum Fixieren ein bisschen. So. Dann haben wir das Ganze jetzt soweit fixiert. Dann gehen wir nochmal ganz dünn Heißkleber drüber. So, das Ganze haben wir jetzt erstmal mit Heißkleber fixiert. Später kommt noch ein bisschen Pattex drüber, weil auf dem Heißkleber, muss ich euch sagen, hält das Flexipaint nicht wirklich toll. Aber um das zu umgehen, machen wir ein bisschen Pattex drüber und dann klappt das wieder wunderbar. Ne? Aber hier kommen auch noch so ein paar Aufbauten drumherum. Da sieht man das nachher auch nicht mehr so wirklich. So, damit haben wir den Kopf jetzt quasi soweit gesichert. Könnten wir jetzt an den Kanten auch noch machen, aber normalerweise reicht das voll und ganz. Ne? Und immer gucken, dass ihr so ein bisschen Platz am Rand lasst, wenn ihr noch was schleifen müsst oder sowas. Weil das Fliegengitter ist immer, wenn er mit dem Cutter dran kommt, ist der Cutter immer sehr schnell stumpf. So. Dann lassen wir das jetzt erstmal wieder ein bisschen abkühlen. Und dann fangen wir an, so ein bisschen langsamer mit den Verzierungen für die Teile. Hier soll noch so ein Wappen drauf, mit so einer gepanzerten Faust von so einem Zwerg. Irgend so ein Wappen, weiß der Geier was. Ne? Aber wie gesagt, das seht ihr ja dann später. Das Leder hier, das muss ich auch noch so ein bisschen drehen.
Also das sieht so ein bisschen komisch aus. Unten am Knauf können wir jetzt auch schon mal weitermachen. Und zwar habe ich den schon mal gewickelt und dann noch eine Zehnerplatte drauf gesetzt. So, jetzt haben wir das Ganze soweit erstmal rund. Jetzt könnte man eigentlich hingehen. Wir machen hier noch so ein bisschen was dicker. So. Aber dann gehen wir erstmal machen hier noch so eine Kante rein. Das Ganze wollen wir ja so ein bisschen abgerundet haben. Dann sieht das alles noch ein bisschen hübscher aus. So, jetzt haben wir das hier so schon mal. Gucken wir mal. Jetzt haben wir dann so. Dass alles ein bisschen klobiger wird. Das Stück hatte ich jetzt hier noch rumliegen, also nicht, dass er meint, da habe ich diesmal nichts vorbereitet. Das hat sich jetzt gerade einfach mal so angeboten. Ich glaube, das Ganze machen wir auch mehr oder weniger rund. Das bietet sich jetzt eigentlich an. Dann kann man nämlich beim Kopf nichts falsch machen. Jetzt hat das ganze Ding sich nämlich so ein bisschen verdreht und dann sieht das natürlich dann auch kacke aus. Weil ihr müsst das dann alles parallel zueinander haben. Dann sieht das echt Mist aus. Deshalb habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschieden, rund zu machen. So, jetzt können wir hingehen und setzen quasi wieder dazu an. Oder ihr geht hin und macht eine Schräge rein. So. Und dann klebt er da quasi so. So, dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen trocknen. Ist auch nicht so ganz toll hier geworden. Das schneiden wir dann gleich auch noch ab, aber das machen wir erst, wenn das kalt ist. So Leute, dann geht es mal weiter. Und zwar soll jetzt hier noch so ein Zwergensymbol drauf. Da habe ich schon mal ein paar Teile vorbereitet. Für beide Seiten. Ne? Habe auch schon hier drauf gemalt, damit ich weiß, wie ich kleben muss. Kommt dann so drauf. Und dann werde ich hier so die Linien und so ein bisschen mit dem Lötkolben nacharbeiten. Unten am Knauf habe ich noch so eine Matte hier drum geklebt. Habe das noch ein bisschen rund geschliffen. Und habe mir jetzt so eine Art Keile gemacht. Die sollen dann hier quasi so ein bisschen, dass das nachher so ein bisschen schöner aussieht. So, das Ganze verklebe ich jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze verklebt ist. So Leute, das Zeug ist aufgeklebt, soweit. Ja. Noch ein bisschen nachdrücken. Der Heißkleber, der Lötkolben ist auch soweit fertig. Jetzt machen wir noch schnell das Fenster auf zum Lüften und dann gehen wir hier mal so ein bisschen drüber. Ne? So Leute, jetzt haben wir das Ganze hier schon mal mit dem Lötkolben so ein bisschen ausgekokelt. Ich denke mal, das sieht so ganz gut aus. Ne? Dann sieht das hier auch schon mal ganz gut aus. Ne? Kann man nachher noch ein bisschen beischleifen. Aber ich denke mal, das sieht schon mal ganz okay aus. Ne? So. Dann werden wir anfangen, noch hier so ein bisschen was drum zu setzen. So quasi eine Matte. Wo ich irgendwas habe, so was. Also quasi hier noch so. Also eine Stufe quasi. So Leute, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was drum gewickelt. Hier habe ich auch noch mal so ein Dreiermatte und noch ein Stück Dreiermatte. Und dann habe ich noch ein bisschen abgeschliffen. Ne? Ein bisschen zugeschnitten, dass das jetzt alles gut aussieht. Und dann gehen wir jetzt hin. Der Kopf, der muss ja irgendwo drauf festhalten. Ne? Also vom Stiel habe ich mir noch so ein paar kleine Stücken ausgeschnitten aus 5er Matte. Weil das jetzt Zwergen sind.
will ich jetzt mehr oder weniger so eine eckige Niete machen. Also quasi so was hier, ne? Dass das ein bisschen nicht ganz so nach 0815 aussieht. So, dann haben wir die jetzt drauf. Dann können wir quasi als Klebepistole ausmachen. Und dann glätten wir das ganze Ding noch ein bisschen. So, dann haben wir das soweit schon mal. Jetzt tun wir hier noch, wo wir noch so ein bisschen das Fliegengitter rausgucken haben, tun wir noch ein bisschen Pattex drüber. Das ist ein Hintergrund. Ja, da, den Hintergrund wollen wir jetzt nicht. Und zwar in den Hintergrund, dass dann nachher der Flexipaint darauf besser hält. Also wirklich nur so ein bisschen drüber. So, wie gesagt, hat jetzt den Hintergrund, dass das nachher besser hält. Mehr ist das eigentlich nicht. Und dann können wir quasi loslegen mit dem Pinsel. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Dann können wir jetzt anfangen zu pinseln. Ja? So Leute, die erste Schicht schwarz ist jetzt soweit drauf. Jetzt kommen noch ein paar drauf. Und dann sehen wir uns dann quasi wieder. So Leute, dann wollen wir mal anfangen, den ganzen Hammer ein bisschen hübsch zu machen. Ich habe hier so ein paar Abgüsse schon mal hingelegt. Und dann fangen wir erstmal an, das Ganze wieder dran zu pappen. Kennen wir ja schon so ein bisschen. So. Erstmal wieder so ein bisschen schwarz drauf. Also quasi zum Verkleben wieder, ne? So, das sollte jetzt erstmal gut sein. So viel machen wir jetzt nicht dran, damit das nicht so übertrieben überladen wirkt. So Leute, dann geht es jetzt mal weiter. Dann fangen wir mal an, ein bisschen Farbe in das Ganze zu bringen. Ja? Erstmal so. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Dann gucken wir mal weiter. Hier, das wird noch speziell. Da müssen wir dann nachher mal gucken. So Leute, wir werden mal was Neues ausprobieren. Und zwar will ich hingehen und will mal was Neues an Farbe ausprobieren. Dafür gehen wir jetzt erstmal hin. Machen das Ganze hier erstmal in schwarz. Und dann will ich mal ausprobieren, ob das überhaupt aussieht. So Leute, dann fangen wir mal an, das Ganze mal zu topcoaten, ne? So Leute, der Hammer ist jetzt soweit fertig. Wie gesagt, das Leder sollte ja erhalten bleiben. Habe das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen gelöst und noch ein bisschen gedreht, dass das quasi hier so auf einer Linie ist. Damit das nicht so verdreht aussieht und damit wäre der Hammer quasi fertig, ne? Also, ich hoffe, das kann man so gut sehen, ne? Ja. Ja. Ja, und das wäre es jetzt quasi. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Like, Kommentar ist immer gern gesehen. Dann sehen wir uns in unseren nächsten Videos, beziehungsweise in meinen nächsten Videos.
Ich hoffe, man sieht sich. Wir sehen uns.